Bist du jemals wegen eines winzigen roten Flecks auf deiner Hose in absolute Panik geraten? Dieser Moment, in dem dir kurz heiß wird, du schwitzt und im Spiegel checkst, sieht man da was? Biologisch gesehen ist dieser Fleck völlig egal. Es ist Flüssigkeit auf ein bisschen Stoff. Emotional fühlt es sich in diesem Moment an wie eine totale Katastrophe. Aber warum eigentlich? Warum löst dieser kleine Fleck so viel Stress aus? Und warum haben wir das Gefühl, dass unser ganzer Ruf davon abhängt, wie sauber unsere Kleidung ist? Diese Panik ist kein Zufall. Es geht hier auch nicht nur um Hygiene. Es geht darum, dass wir gelernt haben, ständig unseren Körper zu kontrollieren, als wäre er eine Gefahr für unseren Ruf. Ein Fleck wird plötzlich zum Verräter, denn er zeigt etwas, das wir jahrelang mühsam verstecken. In diesem Moment verschwimmt die Grenze zwischen öffentlich und privat einfach so, ohne dass wir das wollen. Und plötzlich fühlt man sich schutzlos, weil etwas total Körperliches, das wir eigentlich als privat abgespeichert haben, für alle auf einmal sichtbar wird. In der Öffentlichkeit bewegen wir uns nach einem bestimmten Muster. In der Soziologie nennt man es die Vorderbühne. Das ist der Bereich, in dem wir funktionieren müssen. Sauber, kompetent, professionell. Wir investieren im Alltag unfassbar viel Energie, um biologische Prozesse unsichtbar zu machen. Egal ob Schweiß, Gerüche, Geräusche oder eben auch die Periode. In unserer Leistungsgesellschaft denkt man sehr oft, wenn der Körper nicht mitspielt, ist man faul oder schwach. Und ein sichtbarer Menstruationsfleck passt da ja genau rein. Die Panik ist auch gar nicht die Angst vor dem Blut an sich. Es ist die Angst, dass etwas sichtbar wird, das wir nicht gesteuert haben. Wir haben Angst, als jemanden wahrgenommen zu werden, der seine Biologie nicht im Griff hat. Dieser enorme Druck ist eigentlich der wahre Stressfaktor, denn es fühlt sich an wie ein persönliches Versagen, obwohl es eigentlich nur die Biologie ist, die sich nicht an unsere Zeitpläne hält oder nicht immer. Als ich mit der freien Menstruation angefangen habe, habe ich absichtlich keine hellen Kleidungsstücke getragen. Tja. Jetzt wisst ihr auch warum. Wer sich beim Kochen tief in den Finger schneidet, bekommt eher Mitgefühl und Hilfe. Niemand muss sich dafür schämen. Bei Menstruationsblut ist genau das Gegenteil der Fall. Diese Doppelmoral kommt aber nicht von ungefähr, denn historisch gesehen hat man über Jahrtausende die Periode als anders betrachtet. Also müsste man sie systematisch aus dem öffentlichen Raum verdrängen. Und das ist natürlich immer noch doch tief in unseren Köpfen drin. Ein Blick auf die Werbung der letzten Jahrzehnte reicht. Blaue Flüssigkeit auf Produkttest haben uns über Generationen eingeredet, dass echtes Blut eigentlich nicht normal ist. Etwas, das man klinisch neutralisieren muss. Wir haben gelernt, Hygieneartikel wie Geheimdokumente zum Klo zu schmuggeln, als wäre die Verpackung eine Zumutung für andere. Ein Menstruationsfleck wurde eigentlich nie als simples Missgeschick gesehen, sondern eher als ein Bruch eines sozialen Sicherheitsstandards. Er ist ein Symbol dafür, dass man an der kulturellen Norm gescheitert ist. Wir entschuldigen uns für unsere Biologie, weil man uns beigebracht hat, dass sowas nichts in der Öffentlichkeit zu suchen hat. Diese Scham ist künstlich erzeugt und nicht die biologische Tatsache. Hinter der Panik steckt allerdings ein psychologisches Phänomen namens Spotlight-Effekt. Das beschreibt eine Tendenz, massiv zu überschätzen, wie andere Leute auf unser Aussehen achten. In dem Moment, in dem wir den Fleck entdecken, haben wir das Gefühl, unter einem grellen Scheinwerferlicht zu stehen, dass jeder im Umkreis eigentlich nur auf diesen einen Punkt starrt und vernichtende Aussagen über unseren Charakter trifft, obwohl eigentlich noch gar kein Wort gewechselt wurde. Die Wahrheit sieht nur manchmal ganz anders aus, weil die meisten Menschen einfach viel zu sehr mit ihren eigenen Leben beschäftigt sind, mit ihren eigenen Unsicherheiten und Fehlern, als jedes Detail auf der Kleidung zu scannen. Und selbst wenn jemand den Fleck sieht, wird es wahrscheinlich innerhalb von Sekunden wieder vergessen, weil die Aufmerksamkeit sofort zum nächsten Reiz springt. Die soziale Katastrophe findet eigentlich nur bei uns im Kopf statt. Wir projizieren unsere Scham auf andere und glauben, dass sie uns genauso streng beurteilen, wie wir es selbst tun, obwohl die Welt vielleicht schon viel offener und weiter ist als unsere inneren Ängste. Ein Fleck ist bei Milliarden von Menschen eine reine Statistik. Es ist fast unmöglich, dass es nie passiert. Textilien saugen Flüssigkeiten auf. Das ist Physik.
und keine Schande. Ein Menstruationsfleck ist kein Weltuntergang und auch nichts, wofür man sich schämen sollte, bin ich der Meinung. Es ist ein Teil des normalen Lebens. Er definiert weder unsere Kompetenzen noch unsere Sauberkeit. Vielleicht sollte man dann einfach sagen, hey, es ist einfach nur ein Fleck auf ein Stück Gewebe. Wie lange wollen wir eigentlich noch biologische Realitäten wie Staatsgeheimnisse behandeln? Ja, das war eine rhetorische Frage und diese Frage stelle ich dir. Schreib's mir gerne in die Kommentare oder schreib mir gerne deine Gedanken zu diesem Thema in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! We used to run, we used to glow. Hold up, just hold up.